Da ich die Woche nicht allzu viel Zeit hatte, habe ich mir hier mal die kleinen Dampflokomotiven vorgenommen, die in so mancher Anfangspackung vertreten sind und auch einzeln zu erwerben waren. Es ist die kleine Tenderlokomotive nach Länderbahntyp mit der Achsfolge C. Allen Lokomotiven ist gemeinsam, dass nur eine Achse, die hintere, angetrieben ist, auch mit Haftreifen versehen. Die vordere tut noch optisch so, als ob sie mitgenommen wird über die Kuppelstange. Wenn man die Lokomotive aber hochnimmt, kann man feststellen, dass die vorderen beiden Achsen komplett frei drehen und ohne Antrieb sind. Des Weiteren haben die Lokomotiven alle keinerlei Beleuchtung, was die Modelle dann dafür wohl qualifiziert hat, in unheimlich vielen Anfangspackungen, nicht nur von Märklin, sondern nachher auch von Brimex, in verschiedenen Farbvarianten vertreten zu sein. Und obwohl wir nur eine einzelne Achse angetrieben haben, sind sie doch recht zuverlässig und kommen mit diesen kleinen Wagen, die da in der Regel hinten dran kommen. Bei mir sind es heute 3 verschiedene Personenzüge. Vollkommen problemlos zurecht, laufen sehr zuverlässig. Auch sämtliche Weichen hier werden relativ problemlos genommen. Da hat so manch größere Lokomotive dann gerade auf meinen Bogenweichen doch immer mal wieder einen Aussetzer. Aber die kleinen Lokomotiven haben das problemlos gemeistert. Ich habe hier erstmal die Ursprungslokomotive von Märklin, die 3087 aus dem Jahre 1972. Damals für 30 D-Mark in der grünen Variante. Beziehungsweise unten drunter parallel kam die 3090. Komplett in schwarz für 4 D-Mark weniger. Damals von Märklin auf den Markt. Meine Lokomotive stammt aus der Anfangspackung 2900, von Märklin produziert von 1986 bis 1988. Die Lokomotive entspricht wohl der 3. Variante der 3087 und wurde damals ausgeliefert mit den kleinen beige-roten Personenwagen, die allerdings in der Anfangspackung ohne jegliche Beschriftung waren. Und hier haben wir die kleine Lokomotive bei mir auf der Anlage. Das Gehäuse besteht hier nur aus Kunststoff, aber dadurch, dass das Fahrgestell aus Metall besteht, ist die Lokomotive schwer genug und hat hier überhaupt keine Probleme, sozusagen die Kraft auf die Schiene zu bringen. Das sind dann die passenden Personenwagen aus dem Anfangsset. Hier, wie gesagt, leider ohne Beschriftung. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Wagen auch einzeln gab und dann detaillierter Beschriftung waren, aber in der Anfangspackung gab es nur die einfache Variante. Bei mir ist der Zug dann ergänzt mit dem Gepäckwagen 4108, auch in der gleichen Ausführung. Dieser war allerdings dann als Einzelwagen nur erhältlich und nicht in der Anfangspackung schon beigefügt. Als nächstes habe ich dann im Grunde die gleiche Lokomotive, hier eine Brimex-Variante, die 3197. Der Vorbesitzer hat sie wohl umgefärbt in diesem grünen Farbton, weil er wahrscheinlich der Märklin 3087 ähnlicher werden wollte. Der ganze Aufbau ist der gleiche. Aber Brimex-typisch würden hier natürlich wieder auf ein paar Kleinigkeiten verzichtet, wobei die Beschriftung eigentlich noch relativ detailliert am Gehäuse angebracht ist. Allerdings hat man zum Beispiel die Stirnbeleuchtungsattrappen der Lokomotiven hier bei der Brimex-Variante nicht silber eingefärbt. Hinten angehängt habe ich die kleinen Wagen 4007 von Märklin, hier in der 10. Variante. Die sind bei mir jetzt hier neu zugekommen, stammen aus dem Jahre 1970. Und auch wieder wurde der Zug von mir ergänzt durch den passenden Gepäckwagen, die 4008, auch in der 10. Variante, auch aus 1970. Wobei man im Verhältnis zu den Wagen sagen muss, dass der Gepäckwagen jetzt zum Beispiel keine eingefärbten Fensterrahmen hat, sondern hier relativ einfach gehalten wurde. Dann mein persönliches Highlight und auch ganz neu bei mir hier in der Sammlung von Brimex, die Packung 2761. Die Lokomotive hier komplett in einer anderen Farbvariante, auch mit dem Schriftzug Brimex vorne auf der Seite. Müsste die 5. Variante sein und diese Packung wurde wohl produziert von Brimex bzw. Märklin von 1985 bis 1992. Hier habe ich das Bild, wie die Originalpackung damals ausgesehen hat. In der Packung beigelegt sind dann noch 2 Personenwagen mit der Nummer 4020 und die typischen weißen Brimex-Schienen, die wesentlich heller sind als die Original-Märklin-Schienen und der orangefarbene Transformator. Und hier dann wieder die Originallokomotive von mir auf der Anlage. Ich habe diese Original-Komplettpackung nicht, sondern habe mir die Lokomotive und die Wagen jetzt einzeln sozusagen zusammengekauft. Für mich ist das hier eine richtig schöne Variante in dieser blau- bzw. blau-weißen Ausführung der Wagen nachher. Der Lokomotivaufbau entspricht wieder der 3087. Die Lackierung ist wieder etwas einfacher gehalten, beziehungsweise auch hier ist es so, dass wir die relativ einfache Beschriftung auf der Seite haben und die Stirnlampen-Attrappen sind auch hier, genau wie bei der anderen Brimex-Lokomotive, dann nicht silber eingefärbt, sodass die Lokomotive ein bisschen einfacher aussieht, allerdings durch die
blaue Färbung, denke ich, macht sie das eigentlich wieder wett. Und hier haben wir dann die Personenwagen, da habe ich jetzt insgesamt 3 Stück davon, sind von der Beschriftung her alle gleich. Ich kann jetzt leider nicht nachvollziehen, ob sie direkt auch aus der Anfangspackung stammen oder ob das Originalwagen waren unter der Primix-Nummer 4020. Aber auch die Einzelwagen wurden wohl parallel produziert von 1985 bis 1992. Und hier mein persönliches Highlight von Primix, die 4021, der Bahnpostwagen. Dieser wurde produziert von 90 bis 92. Die seitliche Tür lässt sich öffnen. Diese blau-weißen Wagen sind übrigens alle komplett aus Blech. Das hatte ich hier vergessen zu erwähnen. Und hier dann nochmal die 3 Gepäckwagen nebeneinander, beziehungsweise der Bahnpostwagen in der Mitte. Für mich ein extrem interessantes Modell. Habe da vorher noch nie was von gehört. Erst nachdem ich die Personenwagen hatte, habe ich festgestellt, dass es auch noch einen zusätzlichen Bahnpostwagen gibt. Und das ist mein persönlicher Favorit von den 3 Ausführungen hier. Und ab hier sind die 3 Züge dann hier komplett auf der Strecke unterwegs. Wie gesagt, dafür, dass wir nur eine Achse angetrieben haben, muss ich sagen, sind die Fahrleistungen eigentlich ganz hervorragend für so eine kleine Lokomotive. Es ist die perfekte Anfängerlokomotive, glaube ich, für so manch einen gewesen. Ich habe sie mir erst nachträglich zugelegt, aber bin von den kleinen Lokomotiven hier wirklich begeistert und sie werden hier noch öfters ihre Runden drehen. Und das war es dann hier von mir mit meinen kleinen 3 Lokomotiven, die in so mancher Anfangspackung vertreten waren. Es gibt dann noch zig andere Varianten in Farbausführungen von Märklin und auch von Primix. Mal gucken, was im Laufe der Zeit noch so den Weg zu mir findet. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.